Schönen guten Morgen zusammen. Willkommen zum neuen Teil aus Fehler anderer lernen. Die Serie beruht darauf, dass man dann quasi Fehler sieht, die analytisch durchgeht, was kann man besser machen, und dann bespreche ich das Ganze und im Idealfall baue ich das so weit richtig nach und zeige dann, wie der Urzustand ist. Ist mir nicht bei allen Objekten möglich. Manchmal ja, bin ich bei einer Reparatur da, wie du es jetzt in dem Film sehen wirst, bin ich bei einer Reparatur da, weil irgendetwas anderes nicht funktioniert. Erledige das, schicke das Dokument weg, dann investiere ich meine Freizeit, meine Pause, indem ich das sehe, was ich sehe, und verfilme und dann später zu einem anderen Objekt fahre. Das ist meine Vorgehensweise. So finde ich immer das fair dem Kunden gegenüber, fair der Firma gegenüber. Du als Zuschauer hast dann den Benefit oder den Boni, dass du dann daraus lernen kannst. Und weil die ersten ein, zwei Folgen so angelaufen sind, ich habe dann, der Titel sagt ja, spricht für sich, ja, aus Fehler anderen lernen. Und dann habe ich viele Sachen gezeigt, die nicht richtig waren. Und mir wurde dann immer wieder geschrieben, dass ich dann die anderen in die Pfanne haue, mich in besseres Licht positioniere, damit ich als Fachmann super dastehe. Dem ist nicht so. Es geht immer um die Technik. Was ist nicht richtig? Und ich erkläre dann ganz genau, wie es ideal wäre. So, und ich habe seit dem zweiten Teil habe ich beschlossen, meine eigenen Fehler, die ich in der Vergangenheit gemacht habe, öffentlich zu erklären durch eine Geschichte, und damit du dann was zum Lachen hast und damit du siehst, nobody is perfect. Und die Geschichte, die ich euch jetzt erzählen will, das war 2001, das weiß ich ganz genau, weil das war mh, als ich die Meisterschule abgeschlossen habe. Also mit dem Meistertitel habe ich mich dann bei der Firma Hiller Haustechnik damals in Pforzheim beworben, um eine Meisterstelle, und wurde dort angenommen. Und die erste Woche oder die erste Zeit, ja, da wollte ich halt zeigen, ja, also ich bin das Geld wert, ich kann was, ich habe Know-how und so weiter und so weiter. Und da war ich mit meinem Chef auf der Baustelle, mit dem Udo. Und ich hatte zwei Chefs, den Udo und den Thomas. Und mit dem Udo habe ich draußen gearbeitet. Der Thomas war immer in der Firma, also im Büro, hat die Sachen so koordiniert und Material bestellt, Kundengespräche und so weiter. Und da war das in der ersten Woche so, dass wir eine Gasleitung legen mussten. Und dann haben wir angefangen. Und ich habe dem Udo dann gesagt, okay, guck mal, wir haben hier, das ist die Versorgungsleitung, da liegen wir so und so, schließen das Ganze an. Und dann hat er gesagt, okay, komm, mach mal. War ich in relativ kurzer Zeit fertig, hatte alles gemacht. Und dann ist Udo gekommen und sagte, ey, boah, das sieht ja super aus. Mega. Alles gepresst, fix und foxy. Die Gasleitung dann abgestopft, also am Gaszählerbügel die Gaseingang und Ausgang abgestopft, dass erstmal nichts passieren kann, weil der Gaszähler war noch nicht da. So, einen Tag später kam dann der Gaszähler und ich war dann mit dem Thomas auf der Baustelle. Hat er gesagt, hey, Loop, sieht echt geil aus, finde ich super, akkurat gefahren, Befestigung richtig gesetzt, alles mega. Aber wir müssen ein Loch in die Wand reinschlagen. Und ich so, hä? Ich habe es dann immer noch nicht gespannt. Warum? Sagt er, ja, weil wir müssen ja den Gaszähler irgendwie ablesen können. Und ich so, hä? Warum? Hey, kannst doch montieren, Sichtfenster, ganz normal. Sagt er, nee, weil bei der Gasleitung ist es so, wenn du einen Gaszählerbügel hast, auf der linken Seite geht das Gas rein, dann läuft es durch das Zählwerk durch, wird gezählt, und auf der rechten Seite geht das Gas wieder raus zum Verbraucher. Gasofen, Heizungsanlage, wie auch immer. So, ich habe aber in dem Moment, weil ich das halt super machen wollte, habe ich auf die Optik geguckt, ja, dass alles passt, dass akkurat ist und so weiter. Und jetzt habe ich, weil die Versorgungsleitung kam von rechts, bin ich rechts in den Gaszähler reingefahren und links zum Verbraucher hin. Optisch tadellos, funktional voll der Schrott. Hat der Thomas gelacht und hat gesagt, hey, weißt du was, nobody's perfect. Wir bauen es halt um und dann passt das wieder. Und was ist der Lerneffekt daraus? Der Lerneffekt ist Gaszähler
Gaszählerplatte, Anschluss auf der linken Seite rein, rechts raus, dann ist es alles fachlich richtig und nicht umgekehrt. Und das Zweite ist, das war mein Fehler, der Lernfaktor war in dem Moment immens. Ja? Also ich habe das gewusst, ich habe das in der Skizze bzw. in der Prüfung, habe ich das alles so weit gehabt und die Prüfung war super. Aber dann auf der Baustelle sich beweisen wollen und irgendwie die erste Woche, also viele von euch wissen genau, was ich meine. Ja, du fängst bei einem neuen Arbeitgeber an, möchtest bloß keinen Mist bauen, möchtest abliefern, möchtest gute Sachen machen und dann passierte sowas. Da habe ich eigentlich eher gedacht, dass ich eine Kündigung kriege, aber der Thomas war da echt entspannt und hat gesagt, hey, man sieht es halt, ja, jeder von uns ist ein Mensch und das ist vollkommen normal, dass man Fehler macht. So, das ist die Geschichte hinter der Gaszähler-Anschlussplatte, also hinter dem Ganzen. Und für den einen oder anderen wird es vielleicht hilfreich sein, ja, wenn du das hörst. Denk dran, links rein, rechts raus, ganz, ganz wichtig. Dann machst du nicht den gleichen dummen Fehler, wie ich das gemacht habe und kannst vielleicht mehr brillieren und bist ein besserer Fachmann, wie ich das damals gewesen bin. Und vielleicht wirst du auch ein besserer Fachmann, wie ich das jemals sein werde. Das ist der Hintergrund und das ist der Boni von der Serie. Und jetzt blende ich euch zwei Sachen ein, weil ich suche, nein, das ist falsch ausgedrückt, ich bin immer bei den Objekten und sammle dann quasi immer spannende Sachen, was euch interessieren würde, wo es einen super Lerneffekt gibt. Und wenn ich dann das Material zusammen habe, dann poste ich das, dann gibt es einen Film. Wenn ich das nicht habe, also der letzte Teil ist schon irgendwie ein Jahr her und vielleicht auch ein bisschen länger, ich weiß es nicht. Ich hatte dazwischen drin jetzt keine Elemente, wo ich dann sagen kann, ja, das passt gut rein in aus Fehler anderen lernen, da kannst du was mitnehmen und deswegen hatte ich bis jetzt immer nur ganz wenig Material und jetzt denke ich, habe ich das Material zusammen und jetzt ist der Film fertig für dich, Sonntag zum Frühstück online. Und ja, lasst uns einfach starten. Jetzt kommt das Intro und danach die Teile. Gute Unterhaltung. Mein Name ist Luc van Dijk. Ich wünsche euch eine schöne Zeit. Bis dann. Ciao. Ich befinde mich gerade im Mehrfamilienhaus, wechsle ein Bauteil im Trinkwasserbereich. Dafür muss ich das Wasser abstellen. Ich bin gebeten worden, einen Augenblick zu warten, weil jemand noch unter der Dusche steht. So, und das ist die grobe Zusammenfassung. Aufbau, Kaltwasseranschluss für den Trinkwasserspeicher. Ich zeige euch jetzt den Ist-Zustand. Einmal eine Isometrie, die ich gezeichnet habe. So, das Kaltwasser, da hinten haben wir den Trinkwasserfilter, dann geht es runter, ein Absperrventil, danach ein Rückschlagventil, danach nochmal ein Absperrventil, dann geht die Rohrleitung nach oben, Füllkombi für die Heizung, nach oben, Seitenversprung, wieder nach oben, Sicherheitsventil im oberen Bereich über dem Trinkwasserspeicher, dann nach unten und in den Trinkwasserspeicher, davor noch eine Entleerung. So. Der Ist-Zustand ist so: ein Trinkwasserfilter in 2 Zoll, dann ist ein T-Stück, die obere Leitung geht nach oben, versorgt dann das ganze Haus mit Kaltwasser. Dann geht es einmal nach unten, das Absperrventil wie vorher skizziert, dann ein Rückschlagventil, danach ein Absperrventil. Theoretisch, oder es dürfte nach dem Rückschlagventil kein Absperrventil drin sein, weil man das absperren kann, dann hast du quasi das Rückschlagventil außer Kraft gesetzt. Also sollte idealerweise nicht drin sein. Kann ich jetzt in dem Moment verstehen, weil wir sind ungefähr bei 40 cm Höhe. Dann geht die Richtungsänderung nach oben und der Speicher hat einen Anschluss ungefähr auf 2 Meter. So. Deswegen haben die Jungs oder die Installateure damals das Absperrventil eingesetzt. Dann geht es nach oben. Das ist die linke Leitung. Da ist dann der Füllkombi dran. Dann geht es nach links, ein Versprung über die große Trinkwasserleitung, dann wieder nach oben
und in dem oberen Bereich ein Sicherheitsventil. Und dann geht es wieder runter und auf den Trinkwasserspeicher mit einer Entleerung. Ein paar Sachen, die man definitiv optimaler und besser machen kann. Erstens, wenn das Rückschlagventil da drin hier ist, im unteren Bereich, danach die Füllkombi zu schalten oder zu montieren, ist keine gute Idee, weil beim Aufheizprozess hat das vielleicht 8 Bar oder sowas, kriegt es dahin. Das bedeutet, die Füllkombi müsste hier vorne irgendwo mit vor dem Rückschlagventil eingebaut sein. Ja, dann hat es den ganz normalen, konstanten Regeldruck von der Kaltwasserleitung. Ist das eine. Das andere, es ist 2 Zoll. Mein Gott, was für eine riesige Dimension. Und wir haben ein 16-Familienhaus, ganz normale Standardbäder, sage ich jetzt mal. Also kein Luxustempel, wo man dann wirklich Wassermengen braucht. Das nicht. Da geht die 2 Zoll Leitung rum. Ein Riesenzirkus, wie das Ganze aufgebaut ist. Das Sicherheitsventil über dem Speicher kann ich auch nachvollziehen. Hätte ich aber jetzt in dem Fall tatsächlich anders gelöst. Die Idealvorstellung, und da zeige ich euch jetzt mal, so, das ist der Ist-Zustand, das ist der Idealaufbau. Der Idealaufbau wäre dann Absperrung vor dem Rückschlagventil, den Anschluss an die Füllkombi, dann wäre ich damit safe. Das Sicherheitsventil hätte ich im unteren Bereich aufgebaut. Da gibt es aber auch, ich sag mal, das ist nur meine persönliche Meinung, da wird es jetzt mit Sicherheit auch einen Aufschrei deswegen geben, warum das Sicherheitsventil da unten, wenn du das wechseln willst, bla bla bla, kommt da das ganze Wasser, musst den ganzen Speicher entleeren. Das ist alles Nonsens, das stimmt nicht. Wenn du die Absperrung zugemacht hast, im Warmwasser die Absperrung zugemacht hast, dann machst du es drucklos, dann kannst du das Sicherheitsventil rausdrehen und dann kommt ein bisschen Wasser nachlaufen. Wir haben hier einen Bodenablauf und alles. Setzt das neue Sicherheitsventil drauf, fertig ist der Lack. Ja, da reden wir vielleicht um 20 Liter Wasserverlust. 20 Liter Wasserverlust im Gegensatz zu dem hier, was da gebaut worden ist. Wir haben 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 Winkel in 2 Zoll. Vielleicht ist es auch reduziert dann auf 1,5 Zoll mehr. Ich hätte das so gemacht, dass ich dann das Sicherheitsventil unten aufgebaut hätte, wäre einen klaren und kurzen Weg runtergefahren zum Speicher. Weniger Material, viel effizienter zum Aufbauen, keine Probleme. Ich hätte das Absperrventil nach dem Rückschlagventil auch wieder eingesetzt, dass, wenn das Rückschlagventil mal kaputt ist, dass ich das wechseln kann und da keine Probleme habe mit nachlaufendem Wasser, weil für den müsste ich tatsächlich den ganzen Speicher entleeren, weil das so eine große Dimension ist und da wird viel Wasser nachlaufen. So, und so habe ich das auch im Prinzip aufskizziert. Ich hätte dann auch noch einen großen Boni, dass ich dann die Abblaseleitung, also vom Sicherheitsventil, das ist jetzt hier oben, da habe ich eine Richtungsänderung oben, dann circa 2 Meter runter, dann die zweite, die dritte, dann nochmal 1 Meter rum, dann die vierte, die fünfte und nochmal 1 Meter ungefähr hierher. Das ist eigentlich so nicht zulässig. Beim Sicherheitsventil brauchst du auch einen freien Auslauf, das heißt, der erste Bogen kann so sein. Dann musst du nach dem Bogen trennen, dann brauchst du einen Trichtersiphon, wo das Wasser reintropfen kann, damit du sehen kannst, ob das Sicherheitsventil durchläuft oder tropft und so weiter. Das ist in dem Fall wichtig und richtig so. Und dann hätte ich anstatt dem teuren Kupferrohr und die teuren Pressfittinge hätte ich 40er Geberit Silent Rohr genommen, so wie bei dem Trinkwasser, den man spült. Ja. Da hätte ich das so gelöst und hätte das Sicherheitsventil nicht am Stück angeschlossen. Das ist jetzt der Benefit draus. Jetzt haben wir auch gleich die Zeit, wo wir das Wasser abstellen wollen. Ich nutze die Zeit über, wo ich entweder so wie jetzt 10 Minuten oder Viertelstunde abwarten muss, nutze ich, um solche Sachen euch visuell zu zeigen, was man besser machen kann. Es geht nicht darum, dass ich andere Leute in die Pfanne haue und mich besser positioniere. Diejenigen, die das behaupten, dem ist nicht so. So. Der Vordergrund des Lernens steht immer im Fokus und nicht das in die Pfanne hauen von anderen Leuten. Das möchte ich nochmal explizit erwähnen. So, und jetzt stellen wir gleich das Wasser ab, reparieren das Ganze und dann geht es zum nächsten Objekt. Ich bin hier in einem Mehrfamilienhaus, wo Sachen optimiert werden sollen.
Wir haben im unteren Bereich, dort wo der blaue Kaltwasserzähler sitzt, das ist die Versorgungsleitung für den Waschmaschinenraum. Darüber dann ein T-Stück an der Decke entlang werden dann die Waschmaschinen auf der Seite versorgt. So, nach dem T-Stück in dem oberen Bereich befindet sich eine Absperrung. Dann geht die Trinkwasserleitung durch, hier im Flurbereich durch, in den Technikraum. Dann kommt sie hier oben vorbei und hier sitzt erst die Absperrung für die Gartenzapfstelle an einer total falschen Stelle. Hast du in der ganzen Rohrleitung, wenn du jetzt im Winter hier vorne absperrst, entleerst, dann steht das Wasser die ganze Zeit da dran rum. Ich weiß, ich erkläre das immer wieder, aber das sind die Gegebenheiten, die ich vor Ort habe. So, die Absperrung hier vorne kann dann geschnitten werden, ein Absperrventil da drauf, den Wasserzähler weiter oben setzen. Nur eine Verschraubung kann dann neu eingehanft werden, dass man das in ein Schrägsitzventil einsetzt und dann brauchst du nur eine Muffe, fertig. Dann kannst du hier entleeren und bist überall im grünen Bereich. Genauso wie die Zapfstelle da hinten. Da ist es so, dass wir den Wasserzähler haben und dann die Absperrung ganz da oben. Ziemlich unpraktisch, wenn du das im Winter immer abstellen willst. Eigentlich Käse. Wir haben einen 22er Querschnitt, da ein Schrägsitzventil rein mit einer Entleerung. Der Wasserzähler kann danach sein, das ist kein Ding. Und dann bist du safe. Entwässerungsleitungen, die man hier sieht, sind aus Kunststoff, aus dem HT-Rohr, hochtemperiert oder hochtemperaturbeständig. Da gehört ein 45 Grad Abzweig rein, dass das Schmutzwasser, was von oben kommt, umgelenkt wird und weggeht. Das Rohr hat eine leichte Banane oder macht eine leichte Banane, hat kein richtiges Gefälle. Der andere Abzweig, der dort hinten eingesetzt ist, der gehört eigentlich auch als 45 Grad Ausführung. Man kann sich merken, alles was liegend ist, brauchst du immer an 45 Grad, so eine Umlenkung so und so rüber. Fallleitung machst du immer mit 90 Grad, da machst du nie verkehrt. Also der Abzweig sollte raus und durch einen anderen ersetzt werden. Das sollte auch getauscht werden durch einen anderen Abzweig. Das Niveau angepasst. Dann haben wir noch, das ist der Hausanschlussraum. Hier ist der Wasserfilter und der Wasserzähler und auf der rechten Seite der Gaszähler. Gasleitung ist soweit alles schick. Entwässerungspunkte sind auch wieder hier. 90 Grad in der liegenden Leitung ist nie super. Wenn das Wasser von rechts kommen würde, bleiben die Fäkalien genau an dem Abzweig liegen. Wenn man drüber nachdenkt, ist eigentlich immer logisch, in der liegenden Leitung die 45 Grad Abzweige einzubauen mit einem kleinen Höhenversatz, so dass das Wasser, dass die Fäkalien und das Wasser so kommen, dann runtergeleitet werden und dann mit einem 45 Grad nach hinten zu der Wand hin. Wenn solche Sachen repariert werden, dann sollte man immer dran denken.